hello. Out of my way, stranger. Hello. You sure look like you could use some help. Huh? Ja, achso, ich hätte noch... hab ich nicht The drin gedacht. name's York. Ich hätte gleich noch Not das just the man for the tauschen job. sollen mit... Aber wir schauen gleich mal, ob wir... Das regnet tatsächlich nicht, ne? Nee, können wir noch nicht. Dann setzen wir unseren Hut auf. Ja, jetzt ging's anstandslos. Merkwürdig, ne? Sind wir vielleicht ein bisschen geschützt. So, was wollten wir machen? Schon wieder vergessen. Irgendwas wollten wir machen. Achso, beim Schmied, also beim Schmied Rüstung. Hallo? Also jetzt ging es anstandslos, ne? Komischerweise. So, wir schauen mal, ob wir den Schmelzer nutzen können. Wir können Eisen. Wie viel? Drei, na klar. 3 Eisen. Erz gibt 3 Eisen. Und damit wollten wir was machen. Ist das noch? Aber zumindest ist eins, du scheinst tatsächlich recht. Also du hattest wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich recht, du hattest recht. Das andere UI, der, kannst du dich noch dran erinnern, da war alles rot. Der hat das nicht angezeigt, was ging. So, wir schauen mal, was wollten wir denn? Ach ja, Lederstreifen. Die hier wären gut, oder? Aber dazu brauchen wir gar kein Eisen. Na gut. Ah, hier kommen jetzt schon mal eine Bandage. Aha. Das ist gut. Ihr wisst, mit den Wunden. Aber es ist nicht dirty. Was würde denn eine Bandage? Ist die hier? Eine normale Bandage? Müssen wir die uns kaufen? Eine Bettrolle würde 2 Leder und 12 Felle. Wäre eine Idee am Ende. So, Lederstreifen braucht man, oder? Braucht man Lederstreifen? Das ist schon wieder vergessen. Im Reden vergessen. Wir wollten doch Schuhe, ne? Da, Darions Boots. Ach doch, Lederstreifen. Ach so, da brauchen wir noch Lederstreifen dazu. Hopsa. In der Liste von Tanning Racks. Wo ist denn die Liste? Oder vor, meinst du? Welche meinst du? Oder war das beim Schmieden? In der Liste von Tanning Rack? Echt? Was für eine Liste von Tanning Rack? Ich sehe es. Bin leider blind gerade. Was ist eigentlich mit diesem Darion hier? So, Dirty. Nee, was wollten wir jetzt? Jetzt wollten wir bei Lederstreifen. Ach so, die machen wir bestimmt aus dem Leder raus, ne? Dann machen wir noch ein Leder.
Dann machen wir noch, wie viel kriegen wir da raus? 2, ne? Oder? Was war das? Über, ach, Vorblech. Wartet mal, hier drin also. Ach, danke. Tundrawolle. Tundrawolle, gibt's dir nicht um Weißlauf herum? Dankeschön, seht ihr? Nur gut, dass ich dich helfe. Ich sehe es tatsächlich nicht. So, aber jetzt, gib mir Boots. Was haben wir eigentlich noch hier? 11? Wartet mal. Ja, 11. Was ist mit dem 13? Einen Helm haben wir noch gar nicht. Das wäre der klassische... Ja, ne? Die ganz mit dem Weißen. Das wäre der klassische Helm. Das ist der klassische Helm überhaupt. Wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Wie viel hat denn der? Der hat ganz schön Schutz. Ne, wir machen mal so einen Helm. Ach, wir können sogar noch die Boots. Nee, ist doch ein Wunder. Ist doch ein Wort. Nett. Das machst du gut. Ist ja fast ein Meisterschmied. Und da wir jetzt so geschmiedet haben, ihr wisst, wie es ist. Wie viel Uhr ist es denn? Entschuldige, dass ich mal reinschauen musste. Hort, mein Freund, wo bist denn du? Weil es regnet oder was? Bist du nicht draußen? Nicht Hort nicht. Ja, ich meine, Abo. Ist dein Laden überhaupt schon offen? Machst du heute frei? What? You looking for a new blade? Der macht heute frei. Ist heute Sonntag. Ist mir ganz ehrlich. Aye. Ist heute Sonntag? Sehr merkwürdig. So, ich zieh mich mal hier um, ne? Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Weil die sind doch besser als unsere Schuhe, ne? Auf alle Fälle. Also sehen sie viel schicker aus. Iron or steel is what you need. Leave that fancy elven stuff to the house. Aber es ist doch schon um 10. Es ist doch schon um 10, I could forge you a Meister. warhammer that would crush a giant's head like a walnut. Also das mit dem Regen muss ich mir nochmal anschauen. Ich weiß, ich hatte es schon mal, tatsächlich. Ich hatte es schon mal. Aber ich hatte schon mal selber Problem. Das habe ich aber wieder gelöst bekommen. What do you need? Dass das in... Also hier ist es ja nicht so wie in der SE-Version, dass es unter Dächern, das war ja noch bei Skyrim Normalversion nicht, da gab es tatsächlich auch eine Mod dafür, dass es unter Dächern dann nicht geregnet hat. Aber das ist tatsächlich, das hatte ich tatsächlich schon mal beim Testen und das hatte ich aber wegbekommen. So, wir wollten uns anschauen. Ja, jetzt sehen wir aus wie der klassische, ne? Klassische? Ja, das sind Schuhe. Aber was mir halt noch gar nicht gefällt, sind... Ja, wahrscheinlich. Irgendwas hält ihn ab. Was mir noch gar nicht gefällt, ist tatsächlich seine Rüstung. Ne? Also das geht ja wohl gar nicht. So. Wollen wir nochmal in dem... Wir sind vollkommen genesen. Wir schauen nochmal, wie es hier drüben aussieht. Ach ja, Durst. Okay, im Durst können wir was machen. Ist halt zur Zeit noch ein bisschen blöd. Ah ne, wir können ja mehrfach trinken. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Dann nochmal die Bottle voll. Dann
sollten es dann nochmal abkochen und dann machen wir den Plan. Was denkst du? Nochmal in die Mine rein? Ja, ne? Wir holen uns Fendal You look like a traveler. Someone that has seen faraway places. und gehen heute nochmal in die Mine rein. Come on in. Let me know if you need anything. Or take a seat by the fire and I'll send someone over. Das wäre jetzt so mein großer Plan. So, schauen wir, wenn wir dann rausgehen, wo wir wieder ein Problem haben. So, jetzt sehen wir auch aus wie ein Abenteurer. Das ist Sven bestimmt hier, ne? Der ist bestimmt nicht gut auf uns zu sprechen, oder? You're nothing but trouble. Ja, genau. Das stimmt. Ja, ich würde auch sagen, Mine. Ja, wir sind eigentlich nichts anderes als Troublemaker. Wir sind immer noch durstig. Oh, wir haben aber... Müssen wir aufpassen. Ja gut, trinken am Tag, na? Ihr wisst, wie schnell wird dehydriert. Okay, dann trinken wir wieder, wenn wir wieder da sind. So, jetzt. Achtung. Okay, sieht gut aus. So, Fender. Bist du Fendal? Nee, ne, du kannst gar nicht. Ach, Empel. You're kind of fuzzy. Empel? What's wrong with you? Fendal war doch immer hier. Irgendwie. Da hat er sich rumgetrieben. Fendal? Oder Holzköck? Anything you need? Ach, Junge, der wollte sich doch auch... Ja, der ist sauer auf mich wegen... Troublemaker. Another stranger passing through Riverwood. Off on the next adventure. Malik? Schaut mal hin. Das gibt unseren We're a small village, Rotwadon but we work doch hard zu to take denken. care of our own. Divine smile on you, friend. Ey, ich bräuchte dich noch. Lead the way. I think we go again in this mine. And cover some treasures. What do you think? Let's hope the best. So, wir sind bereit. Auf geht's. Mist. Es ist, wie es ist. Ja, Sven ist ein bisschen sauer auf mich. Wer hat's ihm denn wieder gesteckt, dass wir das waren? Also, ich habe nichts gesagt. Es regnet mir ein bisschen viel. Ist es tatsächlich, ist die letzte Saat, ist es tatsächlich Herbst? Es hängt ja immer ein bisschen auch an der Jahreszeit tatsächlich, ne? Die Regenwahrscheinlichkeit. Soweit ich das noch in Erinnerung habe. So, hier haben wir ja die Wölfe. Die waren in Ordnung. Ja, wenn wir hier jetzt recht gut ausgerüstet sind, dann schauen wir uns tatsächlich mal das Board an. Oder... Ja, wir könnten dann in die nächste Stadt rein. Das wäre halt von der gehört hat, von der nächstgrößeren mit Jarl, würde ihn schon mal interessieren. Vielleicht auch ein größerer Auftrag dann. Ja, ich glaube auch, das war so Herbst, August. Also August weiß ich nicht, aber Herbst. Wenn es jetzt hier in der Mine regnet, muss ich dummerweise noch mal ran. Da muss ich noch mal raus. I'm right behind you. Ja, ist August. Ne, die Mine ist in Ordnung. Ach, apropos. Ich muss noch mal was einstellen. Ich mach's mit euch. Ich vergesse es ansonsten. Und zwar den
Ja, gut, den Ocean ist in Ordnung. Ice Cracks, Waves ein bisschen zurück. Lakes, lassen wir mal das Eisgurgeln auch. River, Wind auch ein bisschen, nicht viel. Donner auf alle Fälle, der ist mir immer zu laut. Und die Wasserfälle, die waren auch zu laut. Rain ein bisschen zurück. Die Wasserfälle waren viel zu laut. Es verstellt sich manchmal immer. Ich weiß nicht warum. Ich denke immer, es verstellt sich dann, wenn ich eine Mod raus und rein mache. Du verstellt sich irgendwie wieder. Keine Ahnung. Fragt mich. So. Wie sieht es eigentlich aus? Uns fehlt bestimmt. Genau. So, Fendel, bist bereit? Ich will jetzt. Ja, aber du wirst jetzt... Ja, wir können tatsächlich alle Fackeln mitnehmen. Aber dann ist es so... Nee, die nicht. Doch, die ja. Aber da ist es so unausgeleuchtet. Mit Feldern. Außerdem können wir Fackeln herstellen. Außerdem macht es wenig Sinn. Vielleicht, wenn wir noch eine brauchen, dann. Wir haben doch aber jetzt schon 2, denke ich. Wir haben noch 2 im Inventar. Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Ja. Das reicht für viele Stunden. Gemütlichen. So, das hatten wir alles. Das hatten wir alles. Das hatten wir alles. Die waren klar. Ach so, apropos. Die waren klar. Wir wollten doch bei Alvor noch hinschauen. Ah. Ja, uns ist aber, glaube ich, warm in der Mine gerade. Wenn wir mal rausgehen... Ja, ist klar. Das könnte... Also, es wird natürlich von der Wärme her ein Problem sein, wenn wir in eisigen Regionen sind. Da brauchen wir die Fackel unbedingt und auch noch anderes Zeugs, wie so Feuerholz und so, damit wir uns ein Feuer machen können. Das muss man sowieso ganz genau uns überlegen, wenn wir in eisige Regionen gehen, wie wir das machen. So. Wir machen jetzt erstmal den Schalter rum. I thought we had a guard posted outside. We did. Your eyes peeled. I don't think we're alone. There's someone there? Die kommen. Wir wissen ganz genau, wo wir sind. Do it first. I love a challenge. Finish this. I'll see you in pieces. Wenn ihr einen Heiltrank dabei hättet, ne? Wäre das auch schön. Das sieht nach einem soliden. Das sieht tatsächlich nach einem soliden... Endlich mal ein solides Stück. Und ist genauso schützen. Aber ich glaube, warte mal. Ja. Ja. Das nenne ich mal ein solides Stück Arbeit. Gut, wir hatten aber noch einen hier. Der war doch im Eingang hier, oder? Eingangsbereich. Ja, das kann man uns leider nicht mehr leisten, das mitzunehmen. Da haben wir zu viel. Ich muss noch mal aufschreiben. Ja, der ist super. Also viel besser. Das brauchen wir auch nicht. Eisenschilde haben wir genug. Ich glaube, unseres ist genauso gut. Wenn nicht noch besser. Ne, genauso gut. Ja, mit dem Wetzstein, das weiß ich tatsächlich noch nicht. Ich glaube, wir brauchen es zum Reparieren. Wir lassen es erstmal liegen. Verkaufen können wir es sowieso nicht. Ein bisschen haben sie uns abgezwackt. Wir könnten uns vorne auch hinlegen, ne? Vorne waren... hier. Hier können wir uns auch
ein bisschen hinlegen. Es gibt ein gewisses Risiko, dass wir krank werden. Dann müssten wir uns in Weißlauf einen Tempel suchen. Nützt nichts. So, nee, halt, hier geht's. Weiter geht's. So, Fender. Wir versuchen uns mal die Mine vorzunehmen. Wir haben zwar keinen Auftrag dran, aber unser Kopfgeldjäger, der braucht Ausrüstung, um dann einen Auftrag anzunehmen. Und dann geht's richtig los als tatsächlich Kopfgeldjäger. Ich habe tatsächlich so im Blick die Diebesgilde, allerdings gemoddet, und die dunkle Bruderschaft, allerdings gemoddet. Bin gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Hier ist aber jemand. Nur wo? Der hat uns gehört, ne? Wir haben ja Schleichen noch Minus. So, wenn es halt nur einer ist, solange geht es ganz gut, ne? Das ist beschrieben. Ja, das sind wir gar nicht wählerisch. Ja, ich weiß, deswegen habe ich eine Mod dafür. Und dies soll das alles ein bisschen entschärfen. Müssen wir schauen. Ich bin ja auch kein großer Fan davon abgesehen. Ich muss mir noch einen Schnellspeicher Voice Dingsbums machen. Wenn ich mal irgendwann dran denke. Soll ich dir eigentlich was abgeben? Wir wollten den als Backesel, ne? Aber ich weiß gar nicht, was ich zurzeit, weil die Rüstung nehmen wir nicht alle mit. Schon allein aus rollenspieltechnischen Gründen. Und das passt auch, dass wir da restriktive davon abkalten werden. Karotten nehme ich ja immer mit. Und Salz, na, ich nehme auch mal mit. Ein Haus werden wir nie bauen. Da haben wir gar nicht die Möglichkeiten zum Transport. Ja, ich kann es auf meine Tastatur nicht. Ich habe so eine Tastatur, da muss man FN drücken und... Ach, geht es überhaupt? Warte mal, ich schaue trotzdem mal. Ist die Tastatur, geht die überhaupt? Was hast du gesagt? F5? Ich probiere es mal, aber es ist wirklich... Das ist sau kompliziert. Das Komplizierte, wenn ich reingehe, breche ich mir die Hand dabei. Ja, okay. Ja, und das muss ich mir einfach... Was? Schimmeltomaten? Ne, Schimmeltomaten nehme ich nicht mit. Das sind, ach, Rotten. Wer lesen kann, ist im Vorteil, ne? Danke. Schimmlige Tomaten haben die hier liegen. Ja, klar, ne? Weiß noch nicht, für was ich es nehme, aber ich nehme es mal. Ne, wir brauchen, wenn ihr mal Weizen und diesen Blister-Twister... ich hab's vergessen. Der ist aber hier gut. Der Apfel ist gut. Verrottete, eklige, schimmlige... ein Messer, nur mal einfach, damit man ein Messer hat. Was ist ein Clairvoyant? Das, also hier ist mein Englisch dahin. Was kann denn das?
Ach, dem Pfad zeigen zum nächsten Ziel. Können wir das lernen? Wir können es zwar lernen wahrscheinlich, aber wir können es nicht anwenden. Wir probieren es mal, aber ich glaube nicht, dass wir es anwenden können. Ja. Illusion brauchen wir. Ja, ja, ist gut. Weg! Ja, ich will es ja nicht. Ich möchte es ja nicht. Ich will ja den hier. Okay. Wir können es zwar, aber wir können es eh nicht. Alles klar. Ja, das ist disgusting. Hört sich nicht gut an. Die Truhe haben wir schon aufgemacht, ne? Nee. Wie konnte ich? Runil! Ach, deswegen sind wir doch rein. Wir sind doch eigentlich nur wegen Runil rein. Weil der uns doch geholfen hat dort irgendwie. Mit seinen Arkai-Schreien. Da können wir dann nochmal schön beten dran in Falkenring. Da gehen wir nochmal zurück nach Falkenring. Ja, jetzt. Na, man muss sich halt ab und zu mal dran erinnern. Kann ich das mal lesen, deinem Tagebuch? Achso, das ist jetzt ja Englisch. Aber ich lese trotzdem mal kurz. It has been a long time since I've written an entry in this journal. I've met with some Beschämung, and that I pulled it down from the shelf. I nearly took down dust that flew. It's a little tale, but it suffered another awful nightmare of the war. I suppose this information first hand, writing about. Okay, I feel this. Received a letter from Andors in Whiterun. He has invited me to visit. Sollten wir überhaupt da reinschauen? Ich hoffe, dass es Ihnen nicht stört, dass wir mal reingeschaut haben. It's been a long time since I was city. My only fear is the Talmor. I have heard that our agents are aboard Skyrim. Also hören wir jetzt das erste Mal von Talmor, die als Spione in Skyrim tätig sind. Rooting of Talos. Und in Sachen von Talos. Und Talos Anbetung. I must be sure to keep a look grove. I returned from a trip to Whiterun to find very few flowers have bloomed here. The rest of Cavern is covered red, pleasant blue, but only. Okay. I make it my mission to change that. We could use some flowers to brighten this gloomy place. There's your leap. Spent most of the days concerned a lot. Received news from my cousin Grimstone death. They were quite loose, childhood memories. A wandering battler passed through Falkreath today. Appreciate the sticks of incense of him. Ach so, so Räucherstäbchen. Let following. A few days later, one of the town guards spied a pack of carrion birds circling the road. He found young corpse, victim of the bandit attack. Oh. Ja, Banditen, das kennen wir's. In all aspect might okay, I should not be affected by the death of a young man, and yet. Travelers passed through the town, speaking of the land. There mist in the fog, it's always cool and damp. Sulaf asked me, wer ist Sulaf? Ich habe noch nie gehört von Sulaf. He said that I'm in a place of the dead, such as our great cemetery. Das ist ja ein Friedhof, ne? Cemetery. Arkai's dominion should be absolute. Und doch, Arkai is also the lord of the... Von den Jahreszeiten? Echt? Wie ist das zu verstehen? Arkai ist auch der Lord oder der Herrscher, der Fürst der Jahreszeiten. And this place seems untouched by them. Hat das was mit den Blumen zu tun, die er gesagt hat? Der Jahreszeiten? Das habe ich noch nie... Das ist mir noch nie bewusst geworden. I gave the best answer I could. Explained Falkreath is indeed a place of great power for Arkai. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja ein riesiger Friedhof, Falkenring, ne? I was leading a small band of Altmere Battle Mage. Das ist ja ewig her wahrscheinlich sein Tag. Das ist ewig her, das Tagebuch hier. Des Kreislaufes Gott und Leben. Ja, das kann schon sein. Ja, das kann er sein. Durchaus. Das ist ewig her, sein Tagebuch hier, ne? Der führte Altmere Kampfmagier auf eine Mission. Wow. Ach, Dreams of War Again. Ach so, in seinen Träumen hat er das gemacht.
creature passed over. Terrible, it chilled my blood. Something was flying just overhead. So huge, so dark. Habe ich das noch nie gelesen, das Ding? The dream changed when I was here and Falcon performed a service of someone who had passed away, though I do not recall who. From the corner of my eye, I saw a stranger approaching. I turned to look, but the shadow came again and a roar. And then I awoke. Dann ist er aufgewacht. Irgendein Fremder. Ah, doch mit den Jahreszeiten. Na, schau an. Now that I reflect on the dream, I cannot help but wonder, was it a dragon? Ach, hat ihn ein Drachen besucht? Im Traum? Why would I dream of such a creature when I have never seen one? Denkt ihr, er erzählt was da drüben? Seht ihr, das geht schneller für mich als der für Fingergriff. Aber vielleicht schaffe ich es. I'm right behind you. Vielleicht schaffe ich das wieder auf eine Tastatur zu legen. So, weiter geht's. Einmal kommen wir hier runter. Wo schauen wir? Ne, halt, das ist hier. Achso, mit der. Ne, das ist nur ein. Na, wenn du mal musst, tu dir keinen Zwang an. Hier kannst du. Kein Problem. I'm right behind you. Das ist was Größeres hier. Eigentlich müssten wir gar nicht daher. Wir hätten ja das Buch. Aber wenn wir schon mal hier sind. Wow. Would you look at that? Fendel. Ich hätte gar nicht gedacht, dass der so viel sagt. Aber das ist ein stummer Begleiter hier. Wir sind halt im Bogenschießen. Da ist ein Bogenschütze. Sind wir halt wahnsinnig schlecht. Im Schleichen. Entschuldigung. Did you hear something? Over here! Die already! I can take your stuff! Can't wait to count on you! Wieso ist mein... Wartet mal, kurz. Ah. Ja, das war mir klar. Okay. 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 Ist in Ordnung? I'm right behind you. Teil drin, den kenne ich gern. Ich sag's nicht gern, aber irgendeine Intuition sagt mir... Still here. Ja, irgendeine Intuition sagt mir, oh, das war's, wir haben das Buch. Wir gehen wieder raus, wir kommen andermal wieder. Ach, was soll's dann, ne? Kann ich mich an den entsinnen? Meinst du Begleiter? Haben wir nie mitgenommen, ne? Wir haben ja mit Inigo haben wir ja Begleiter gehabt. Gut. Ich verlasse diesen ungastlichen Ort. Achtung, aufpassen, wenn nicht im letzten Moment noch hier erschlagen werden. Entlassen Fendel wieder aus angenehmer Gesellschaft tatsächlich. Auch wenn er ein hinterhältiger Briefeschreiber ist. Aber vielleicht hat es ja Sven auch verdient. Ich weiß es nicht so genau. Still here.
und es regnet. Kaum zu glauben. Aber schön, schau mal hin. Wie er sich kleidet. Still here. Er hat immer ein Bündel mit dabei. So, Entschuldigung. It was really nice. It was with me. I hope you have enough treasure from this mine. I'll head back home if you need me. Nee, da ist unser Kopfgeldjäger. Na, der. Das passt nicht. Das passt einfach nicht. Wir gehen jetzt nochmal hin zu Albor. Schauen nochmal. Obwohl, wenn wir jetzt schon mal hier sind. Nee, wir wollen sowieso noch mal die Flaschen auffüllen, die Flasche auffüllen. Jetzt passt, ne? Ich denke, von der Lautstärke her passt. Die Wasserfälle, die sind ansonsten zu laut. Ja, da schleichen wir uns dran vorbei. Wir sind doch auch hergekommen. Wir haben doch auch wieder hinkommen, oder? Wir laufen wieder genau so zurück, wie wir hergelaufen sind. Also, das ist der Plan. Ist trotzdem ganz schön viel Leben hier, ne? In dem Örtchen. Ich habe ja nichts drauf, ich habe nicht die Populated People und so, das ist alles zu viel. Ah, another stranger passing through Riverwood. Off on the next adventure, You could say that. Fair enough. But if you're seeking excitement and riches, this ain't the place, I'm afraid. Riverwood does have its charms, but I imagine they're not quite what you're looking for. Charms? Are you from Hammerfell? I hear it from your voice. The most charming thing I've seen is probably here at the sawmill. Vendal and Sven keep things interesting from day to day with their bickering. But it's not all bad. It's peaceful, quiet. The most exciting thing to happen here in recent memory was a drunken brawl over 2 cheese wheels and a chicken. It must be a Nord thing. In any case, I'm glad to have some time, and more importantly, respite from the world. What brought you from the world to Riverwood? Here's the same as anywhere else, I suppose. Why not? You just don't seem. The Riverwood type? It's okay, stranger. I know what you mean. You're correct. I am no farmhand or errand boy. I am, or was, a soldier. But that life is behind me now. I've taken a few beatings in my time. Sounds like a story. But we stay in the rain. You've got a good sense for it, that's for sure. I can tell you, if you'd like. But let's get somewhere more comfortable first. Come, Ja, follow me. Ja, am besten irgendwo hin, wo es... Wartet mal kurz. Ihr wisst ja, wie es ist. Wo es ein bisschen trocken ist. Ich meine, I okay. do apologize for the pace. My Ja. leg isn't quite what it used to be. Feuer ist auch nicht schlecht, aber halt schön. Wenn es halt nicht so regnen wird, dann mal liegen. There we go. The weather is terrible. Das stimmt. You were saying? Let's make this absolutely clear. I don't know who you are or how you found me, but if you try anything, I will kill you. The Dominion pays well, of that I have no doubt. But even a cripple can still hold a blade. You think I'm with this Talmor? Mercenaries come in many guises, so you'll have to forgive me for not taking you at your word. How much did they pay you, Your weight in jewels? The promise of an emissary's position?
You're an idiot if you think the Dominion keeps its word. Stand down, soldier. I don't serve the Dominion. By what right do you invoke rank, stranger? What do you know of war and sacrifice? I have to say, every day is a battle. I go where the road takes me. Fair enough. But if you haven't chosen a side yet, you will soon. No one will be able to escape the coming war. But you seem like an all-right sort. Come, let's grab a seat and I can tell you anything you want. Frankly, my leg has started acting up again. Mach mal Angst. Ja, am besten wäre es, wenn wir reingingen. Oder warte mal, ich gehe zumindest. Okay. I hope you'll not begrudge a veteran for being careful, but it pays to look out for one's enemies, no matter how long it's been. But you are in a peaceful way here. You don't think you were being a bit paranoid? No. If there's anything I know for certain, it's that the Thalmor never forget those who cross them. Even a sleepy village like Riverwood can attract unwanted attention, if you're not careful. What did you do? What have you to do with the Dominion? The better question is, what didn't we do? I'm from a small hamlet on the edge of Alakir. Conditions could be worse than Morrowind at times, but it was honest, and life made sense. I do miss home, my home, sometimes. Not sometimes. I have to say, every time I'm here, it is cold, it is rainy. Well, maybe not a sand, not a desert, without any water. I know what you mean. I would also like to return one day, but not yet. One day, perhaps, when my time is at an end. What changed? The Dominion, of course. I was still half a boy at that age, bull-headed, rash. But I wanted to make a difference, help the fight against elven supremacy. Thalmor forces were already in Hammerfell before the Great War had officially started, so I began working with a local band across the Alakir. Must have been quite a shock to the elves, to come from lush grasslands and comfort to nothing but desolate wastes as far as the eye can see. Lutes and poetry weren't going to be much help there. There's an old saying that the sands swallow all. We'd use the storms to cover our approach, and strike quickly before they had a chance to react. Most of us were just pulled from local settlements, men and women that had been thrown into warfare with only basic martial training. But we made it work, fought as hard as anything to keep our home. And were you successful? For a time, we had some close calls, and magic is always an unknown in combat. But we fought hard, won a few victories, even joined a battle near the entrance of Montelion. That was chaos if I ever saw it. Soon enough, the locals who had barely learned to hold the right end of a blade were veterans, forged through blood and war. Ja. The basics aren't so difficult to pick up. Your foe is the unknown. Indeed. I've known great soldiers to be felled by a dagger in the ribs or an arrow in the back. If you want to survive a ground war, always watch your flank. Bravado will only get you so far. What happened next? Good soldiers are worth their weight in gold. Soon enough, we went our separate ways, summoned off to different patrols. The war was gripping all of Tamriel by this point, and even the nobles understood that we couldn't be getting much help from the outside. I had taken a poison arrow during one of the last night raids and was recovering in Sentinel. A short respite from battle, but a welcome one. As any soldier can tell you, you take whatever sleep you can get. A lot of wounded in the city, but the guard kept it together and the Dominion off our backs.
That's why I'm a single. A single one, and I'm alone on the road. But that wasn't the end for you, isn't it? No. In fact, it was quite the opposite. While recovering and visiting some friends, I was approached by one of the forebears. The siege had recently been broken, and finally it seemed like the two were going to get their heads out of the sand. She was all blood, respected in the city, and as a joint effort with the crowns, they organized a war band. By Satakal, it seemed someone got the idea that I should be picked to lead them. That's quite an offer. It was. Something like that doesn't come around every day. Strictly need to know, armed with the best gear Hammerfell Gold could buy, to strike fear in any who dared to cross into our lands. And you accept it? Of course. I may have been injured, but those few weeks hadn't made me go soft. I was eager to get back into the field and tear the Dominion a new one. We shook hands, and the next day I went to meet them. My people. We met in an old ruin beneath the city, only a few guards on hand. Introductions were made, plans laid out, and we toasted, even as Dominion spells pummeled the gates outside. As for my fellows, well, I could tell we were going to get along just fine. We headed out next morning. I have to say, you are a brave warrior. What were they like? Some of the finest men and women I've ever known. War has a tendency to make or break a person, but these ones... I don't know if you fought in a war, traveler. Real war. No. But if you're lucky, every once in a while, you'll come into contact with someone who just has it. Skill, luck, bit of the gods on their side. I don't know, but each and every one of them was like fury itself in battle. We were the very best Hammerfell had to offer, and we were going to make Thalmor pay their tribute in blood. A war is a really bad thing. I never want. I would never want to go in a war. But you have my respect. Tell me about them. Our frontal team was led by an enormous Pomarat, gold flecks tinting a mane that had been decades in the making. From what I've heard, they're a rare sight outside of the Khajiit's homeland. But if you saw him fight, you'd understand why I was glad to have him on our side. A lot of great warriors out there, but few would dare risk locking blades with someone like him. More than once, he'd lean forward and sink his fangs into the enemy's face. Rip their throat out, even. The Thalmor never saw it coming. Outside of battle, though, Saja was a quiet one. He was content to keep watch while the rest of us slept, meditating under the moons. So fight the Khajiit with you? Who else? Alongside Saja and I, there was an old man, Lund, disgraced son of one of the minor houses, or some such thing. It didn't seem to matter to him, of course, and certainly not us, but by the sands could that man fight. The art has been lost to history for as long as anyone can remember, but he captured even the smallest fragment of what the Arnshai once were. Sword singers. Never seen anyone before or since handle a blade quite like he could. The damn fool could be grouchy, and wave take you if you interrupted his battle preparations. But he was a dear friend. Not content to live out his days in bed, he fought to the last. He fought to the last. What about others? With the three of us diving into the thick of it, we had support from all sides to protect our flank. First was the Bosmer, Niels. I've never been to Valenwood, but the way he held a bow was a work of art. He was small, but he could use that to his advantage, dropping down before a patrol even had a chance to react. Before he'd even touched the ground, 3 arrows would find their mark. But he was always disappointed it couldn't be 4. A bit mad. He loved taking scalps wherever he could, but he moved like water and saved our hides on more than one occasion. Next was Kara, Altimer battle mage. An Altmer? Yes, surprising, no? Yeah. Fate must have had a sense of humor, sending someone of that caliber into the arms of the Resistance. She could tear any of her kin apart with a spell, and took pleasure in it too.
Kara never told us what had brought her from Eleanor. But then again, we never asked. She was a firebrand, all right. And gods protect you if you said anything about her heritage or homeland. So you were a party. But you tolerated her all the same. It was a human being. Of course. She made her allegiance clear from the moment we met, and we never had any reason to doubt her. It was always very matter-of-fact with her. Anything that needed to be done, got done. She'd crawl out of oblivion itself if it'd get her home back. Was there anyone else? Ne, das hätten wir. Dann haben wir genug. Bis in die Nacht da rein erzählt. Geschichten. Hätten wir in der Taverne machen können. Wäre eine schöne Tavernenrunde gewesen. I think I heard enough about your party. Of course. You'll have to forgive the ramblings of an old warrior. Well past his time. I should be going. As you wish. Don't take this the wrong way, traveler, but I hope I never see you again. I have no wish to use my blade anymore. Don't fear it. I never get my sword against a brave warrior. Achso, er will jetzt abstürzen und das nochmal lieber. Ja, einmal würde ich sagen, in der Folge nimm was zu was mit. Ich glaube nicht, dass du... You looking for a new... Doch. The finest weapons and armor. So, pass auf. Ich hätte Also, Rüstung nimmt er, der nimmt nicht alles. Die sind wählerisch, ne? Aber das nimmt er an hier. Schuhe nimmt er auch. Den... Ja, ich nehme es mal mit. Ich weiß nicht, ob man das im Überlebensding jetzt braucht. Das lassen wir mal. Achso, wir haben noch die Pick... Ja, wenn wir sie einmal da haben, lassen wir es. Okay, ist in Ordnung. Mein Freund, was ist denn du eigentlich? Das nenne ich einen Bogen. Der kostet auch ordentlich. Ansonsten ist der nix, mein Freund. Wir können mal schon mal schauen, wie das jetzt ist mit Waffen reparieren und so. Gold. Nee, erstmal nicht. Erstmal nicht. 9 von 11, müssen wir aufpassen. Wie geht's unserer Rüstung? Ja, da geht's noch gut. Achso, wir hätten mal schauen können. Upgraden kannst du? Ja, und deine Expertise. Oh nee, alles gut. All right then. Alles gut, mein Freund. Und ich glaube, der Regen hat sich aus dem Staub gemacht. Der wird dann morgen, wenn wir fertig sind... Nee, ist Regen. Oder? Nee, wird aufgehört. Witzig. Kam zu gleich. Wie viel haben wir denn eigentlich jetzt an Gold? 135. Auf alle Fälle reicht's. Na, die Welt ist es nicht. Ne? Auf alle Fälle reicht's. Wir schauen morgen mal, ob wir Flaschen abgreifen können hier. Um noch eine Nacht hier zu verbringen. Denn in der Nacht möchte ich jetzt wirklich nicht los. Welcome. Let me know if you want anything. Hier ist Think I was got a los. clean mug around here Sonst ist somewhere. immer so wenig. Ne? Greetings to you. Ach, der ist doch Malik. So siehst du aus. Denk mal dran, dass wir mit Malik schon gesprochen haben. So, wir, Delphin, brauchen ein Zimmer für die Nacht. You're that visitor been poking around. I'm the innkeeper.
It's my business to keep track of strangers. Ja, ich brauche ein Zimmer. Sure thing. It's yours for a day. Danke. There once was a hero named Ragnar the Red who came riding to Whiterun from old Warwick Stead. I still need you to make a batch of those fried And the potatoes. braggart Serve swagger them with and you. Batsch. his blade as he told of old battles in gold. So, ich sag ciao ciao für heute. Mir hat's ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dem einen oder anderen, der das sieht, auch. Und wir sehen uns ein andermal wieder. Ich weiß nicht, ob Spinnchen eingeschlafen ist beim Gespräch. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Ich mag das halt sehr gern. So Geschichten aus der Welt. Good. And the braggart named Ragnar was boastful no more when his ugly red head rolled around on the floor. Oh, häkeln. Schön. Häkeln, was häkelst du denn? Ein Pullover? Meine Oma, die hat mir Mützen, also die waren echt cool. Ich bin ja früher viel Ski gefahren und die Mützen gehäkelt. Und die waren echt super toll. Oh, ne, dicker ist super. So, ich gehe raus. Ciao, ciao, bis demnächst.